Im ersten Teil ging es um unsere modulare Konstruktion aus Aluprofilen. Servus, heute nehmen wir euch mit, wie wir die Schwerlastauszüge und das Lattenrost in der Box montiert haben und wie wir die gesamte Box in unserem Frontdeck befestigen. Am Ende seht ihr, was unsere Konstruktion insgesamt gekostet hat mit allen Teilen und welche Probleme wir mit der Box in unserem ersten Urlaub in Italien hatten. Hier sieht man noch unsere alte Konstruktion. Wie gesagt, das waren die 40er-Profile. Und der Nachteil der Box war einfach, das war ein großes Teil, schwer ein- und auszubauen und mit relativ hohem Gewicht einfach etwas sperrig. Kaum sind unsere Boxen zusammengebaut, müssen wir sie auch schon wieder auseinandernehmen. Wir müssen nämlich ein Lattenrost montieren und dazu holen wir uns Winkel aus dem Baumarkt und montieren sie an den inneren Aluprofilen. Das Ganze muss natürlich 4-mal gemacht werden, je Aluprofil einmal. Ja, die Hammermuttern, die wollen nicht so richtig in die Profile passen. Es ist eine einzige Fummelarbeit und zieht sich total in die Länge. Trotzdem ist die Draufschiebetechnik für uns die beste. Jetzt kommt der einfachste Teil des ganzen Zusammenbaus. Wir montieren die Aluprofile mit den Winkeln wieder an der Konstruktion. Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Hast du dir wehgetan? Ja, ein bisschen. Die Kanten der Aluprofile sind messerscharf, man muss immer aufpassen. Kleine Zusammenfassung, wir haben jetzt 2 Boxen mit jeweils einer Lattenrostvorbereitung. Mit unserer zweiten Box haben wir jetzt einiges an Erfahrung schon sammeln können. Und bei dem Thema Aluprofile haben wir euch im letzten Video schon mehr dazu auch erzählt. Heute befassen wir uns mal mit der Nut an sich bei einem Aluprofil und Verbindungstypen, den Nutensteinen. Es gibt so einen Nutensteine, die haben einen Kugel- oder Federlager. Die sind recht groß, liegen gut in der Nut, sind durch das Kugellager auch wunderbar zum Verschieben, weil das Kugellager auch so eine gewisse Führung mitgibt. Sind ein bisschen teurer, aber zahlt sich auf jeden Fall aus. Dann gibt es Nutensteine in unterschiedlichsten Größen, gibt's die. Stecken auch recht stabil in der Nut. Ist eine gute Alternative, sind auch sehr stabil. Als dritte Variante gibt es noch die Hammermutter. Die ist recht klein, kompakt, hat auch den Vorteil, dass man sie nachträglich in die Nut einstecken kann, hat aber auch dadurch den Nachteil, dass das Verschieben im Nachhinein etwas fummelig werden kann, weil sie sich auch leicht verdreht. Unser Favorit ist auf jeden Fall der Nutenstein mit der Kugel, hat auf jeden Fall eben ein angenehmes Handling durch die Kugel, dass er einfach stabil drin steckt und sich ohne weiteres im Nachgang noch verschieben lässt. Zu allen 3 Varianten kann man sagen, es gibt die in allen unterschiedlichsten Varianten, was das Gebinde betrifft, also welche Schraubengröße dann auch wieder in die Nut reinpasst. Unsere Schwerlastauszüge sind 120 cm lang und können ca. 130 Kilo tragen. Die Schwerlastauszüge werden an Aluprofilen befestigt und an den Schwerlastauszügen werden wieder Winkel aus dem Baumarkt befestigt. Sie sollen später das Brett tragen. Die Auszüge werden jeweils mit 6 bis 8 Nutensteinen im Aluprofil befestigt.
Nicht vergessen, die Schwerlastauszüge sind 5,7 cm hoch. Das heißt, der Abstand zum Boden muss mindestens 2,85 cm betragen, die Hälfte der Höhe der Auszüge. So, und das hier ist unsere neue Platte, 9 mm. Mal sehen, ob die trägt. Aber letztendlich ist ja bei uns auf dem kleinen Auszug nicht viel drauf. Und die 15 mm Platte war total überdimensioniert. Die hat jetzt 14 € gekostet. Das heißt, wenn es nicht geht, dann tauschen wir sie einfach mal aus. Und jetzt gibt's Hochzeit. Unsere Schwerlastauszüge sind montiert. Das sind 3 mm Alubleche, die werden hinten an beide Boxen montiert, sind getrennt und sind fix an den Boxen. Vorne kommt noch ein 3 mm Blech, das durchgehend ist. Das wird allerdings im Auto befestigt. Unsere Bodenbleche sind jetzt fertig, jetzt kann die Montage im Auto beginnen. So, die letzten Löcher sind gebohrt und jetzt geht es darum, Linsenkopfschrauben und Senkkopfschrauben mit Rosetten, und hätte nicht gedacht, dass die Linsenkopfschrauben doch kleiner sind. Sieht schon edler aus als die Linsenkopfschrauben. So, wir bringen jetzt alles zusammen. Unsere Konstruktion wird jetzt erstmal mit Schrauben hinten an der Bodenplatte befestigt und vorne wird das mit den Dingern in der Alukonstruktion und in den Fixpunkten vom T5 festgemacht. Das sollte halten. So, jetzt kommen unsere Platten, die halten die Konstruktion oben zusammen. Einmal nicht aufgepasst, der eine Nutenstein ist verkehrt rum drin. Naja, funktioniert trotzdem. Das haben wir jetzt noch nicht getestet. Ich hoffe, das passt immer noch. Wir werden einfach hier drauf gesteckt. So, das wäre jetzt auch schon der Einbau. Was haben wir gemacht? Wir haben die Konstruktion hinten mit Winkeln und Schrauben auf einem Bodenblech befestigt. 4 Schrauben insgesamt im Bodenblech. Das Bodenblech ist mit einer M10 Schraube und einer Rosette in den T5 Fixpunkten befestigt. Wir haben die Konstruktion oben mit einer Platte und Nutensteinen zusammengebracht, einmal hinten und einmal vorne. Und wir haben die Seitenteile montiert.
Die Seitenteile verhindern, dass nachts irgendetwas runterfällt und sind Ablage für Wasser und Kleidung und alles Mögliche. Und ein Stück von der Matratze liegt hier noch drauf. Und am Ende interessiert uns natürlich total, wie schwer sind unsere beiden Boxen. Die schmälere wiegt 20 Kilo und die etwas breitere wiegt nur 4 Kilo mehr, obwohl wir hier die dickere Bodenplatte drin haben. Was war denn eigentlich unser großes Problem mit der Box? Wie man hier sehr schön sehen kann, hängt die Box in der Mitte durch, da sie außen auf den Zurösen steht, aber innen nur auf dem weichen Gummi. Wie haben wir das Problem gelöst? Wir haben uns einfach eine Gummimatte geschnappt, die zugeschnitten und in der Mitte einfach drunter gestellt. Das erhöht die Konstruktion in der Mitte um ca. 7 mm und dadurch werden die Auszüge auch wieder gerade. Und zum Schluss verraten wir euch, was wir für die Franzek-Box insgesamt gezahlt haben. Insgesamt hat alles 574 € gekostet. Zum einen für die ganzen Aluprofile mit Verbindungen sind ungefähr 230 € zusammengekommen. Der Schwerlastauszug ist an sich das teuerste. Hierfür hatten wir 230 € plus zusätzliches Material, wie zum Beispiel die Platte. Das sind wir ungefähr bei 280 €. Die Befestigung im Auto hat 48 € gekostet. Dazu gehören die Bodenplatten, die Spannschlösser, die Winkel und verschiedenste Schrauben. Das Ganze haben wir natürlich bestellt. Da sind Versandkosten von ca. 17 €, die dazu kommen. Und nicht zu vergessen ist natürlich der Lattenrost und die Teller dazu. Die haben wir auf eBay Kleinanzeigen für umsonst bekommen. Die Matratze ist eine alte Kaltschaummatratze von uns. Die haben wir einfach zugeschnitten und konnten sie somit weiterverwerten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gern einen Daumen nach oben da oder über ein Abo, freuen wir uns genauso. Dann verpasst ihr auch keine Folge von uns. Also bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.